Jeder von uns hat große Träume, die wirklich total unterschiedlich aussehen können. Ein gutes Gehalt, eine tolle Familie, die Liebe des Lebens kennenlernen, einen Ferrari. Doch was, wenn du deinen Traum endlich erreichst, nur um dann bitter enttäuscht zu werden? Mein recht ungewöhnlicher Traum war es immer, in der Türkei zu leben. Ich konnte meinen Traum verwirklichen, doch dann, nach nur einem Jahr, der große Schock. Ich musste die Türkei verlassen. Warum aber genau das letztlich für mich sehr gut war, warum ich hier teilweise immer noch lebe und was mich an dem Land so fasziniert, das alles und mehr erfährst du jetzt. Ich muss kurz etwas ausholen. Meine Geschichte beginnt, als ich 21 oder 22 war. Damals in meiner Studienzeit war ich wirklich total begeistert von Sprachen und Kulturen. Und während meiner Studienzeit hatte ich das Glück, viele ausländische Freunde zu haben, die mich motiviert haben, mehrere Sprachen zu lernen. Unter anderem auch Türkisch. Das war definitiv die schwierigste Sprache, die ich je gelernt habe, aber gleichzeitig auch diejenige, die mich am meisten fasziniert hat. Im Jahr 2012 dann meine erste Reise in die Türkei, genauer gesagt nach Istanbul. Ich war absolut begeistert, meine damalige Freundin auch. Wir waren sogar so begeistert, dass wir fest vorhatten, nach unserem Lehramtsstudium ein Jahr, womöglich auch länger, an einer der deutschen Schulen in Istanbul zu arbeiten. Allerdings trennten wir uns später. Und daraufhin habe ich den Plan vorerst auf Eis gelegt, aber nie komplett verworfen. Mein erster Versuch ist daran gescheitert, dass es im Sommer 2016 zu einem dramatischen Ereignis in der Türkei kam. Vielleicht weißt du ja, was ich meine. Mehr dazu gleich. Ich hatte mich um eine Stelle in Antalya beworben, im südlichen Teil der Türkei. Und ich habe die Stelle bekommen. Endlich würde ich die Chance haben, ein Jahr oder sogar länger in diesem wunderschönen Land zu leben und mein damals noch sehr schlechtes Türkisch verbessern. Leider wurden meine Pläne zunichte gemacht, als es im Juli 2016 zu einem Militärputschversuch kam. Das größte Problem war für mich persönlich, neben der riesigen Enttäuschung, dass ich meine Wohnung und meinen Job in Deutschland bereits gekündigt hatte. Als Lösung fand ich daraufhin eine Stelle in China und habe ein Jahr dort gearbeitet. Aber der Wunsch, eines Tages in der Türkei zu leben, der hat mich dennoch nie so ganz losgelassen. Einige Jahre später, wir schreiben mittlerweile das Jahr 2021, entschied ich mich dazu, einen weiteren Anlauf zu nehmen. Wieder wurde mir eine Stelle als Dozent angeboten, diesmal in Izmir, einer wunderschönen Stadt an der Westküste der Türkei, und mit einem DAAD-Stipendium. DAAD steht für Deutscher Akademischer Austauschdienst. Mittlerweile bereits stolze 35 Jahre alt und diesmal ohne Putschversuch bin ich dann im Herbst 2021 nach Izmir umgezogen. 11 Jahre nachdem ich das erste Mal in der Türkei war und direkt wusste, dass ich eines Tages hier leben würde. Es war wunderschön, toll, faszinierend. Mir fehlen die Superlative. Schon nach ein paar Wochen wusste ich, dass ich länger als nur ein Jahr hier leben würde und ich begann sofort zu überlegen, wie ich unabhängig von der Uni und vom DAAD, bestenfalls online, Geld verdienen könnte, da mein DAAD-Stipendium auf ein Jahr begrenzt war. Eigentlich war es immer recht leicht, in der Türkei als Ausländer eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Leider wurde das Aufenthaltsrecht im Jahr 2022, ausgerechnet da, drastisch geändert und das hatte weitreichende Folgen, auch für mich. Kurz gesagt, es ist mittlerweile praktisch unmöglich, als Ausländer dauerhaft in der Türkei zu leben, es sei denn, man erfüllt eine von mehreren strengen Bedingungen, so wie zum Beispiel den Besitz einer Immobilie, einen türkischen Ehepartner oder eine Arbeitsstelle bzw. ein Studium in der Türkei. Für mich kam keines davon in Frage. Und obwohl ich wusste, dass meine Chancen wirklich sehr gering waren, habe ich trotzdem eine Verlängerung meines Aufenthaltstitels beantragt, aber dieser Antrag wurde dann, wie erwartet, leider abgelehnt. Nun ja, ich hatte mich ja bereits darauf eingestellt und jetzt ist es so, dass man sich als Ausländer in der Türkei 90 Tage innerhalb von 180 Tagen aufhalten kann, ganz ohne Visum oder andere bürokratische Hürden. Man muss also das Land nach 3 Monaten für weitere 3 Monate verlassen, um danach wieder einreisen zu können. So habe ich beschlossen, das Beste aus der doch etwas enttäuschenden Situation zu machen und teils in der Türkei und teils als digitaler Nomade in verschiedene Länder zu reisen. Unter anderem auch ab und zu nach Deutschland, um Familie und Freunde zu besuchen. Jetzt bin ich also immer einige Monate sesshaft in Izmir und bin dann einige Monate nomadisch unterwegs.
Ja, mittlerweile bin ich sogar ganz froh, dass mein Antrag damals abgelehnt wurde. Auf meinen Reisen habe ich nämlich spannende Erfahrungen gemacht, coole neue Freunde kennengelernt und ich hätte wahrscheinlich niemals meine jetzige wunderbare Freundin kennengelernt, wäre ich einfach das ganze Jahr über immer in Izmir. Wenn du mehr über die Themen in diesem Video erfahren möchtest, das Leben in der Türkei, Online-Arbeit, digitales Nomadentum, Sprachenlernen und so weiter, dann schreib einfach unten einen Kommentar. Das Leben verläuft nicht immer nach Plan. Es verlangt von uns, dass wir flexibel sind und neue, unerwartete Wege einschlagen, die wir eigentlich niemals hätten einschlagen wollen. Aber wie oft erweisen sich diese Wege im Nachhinein als nicht so schlimm wie zuerst gedacht oder wie in meinem Fall sogar als die viel bessere Option? Bestimmt fällt dir gerade solch eine Situation aus deinem eigenen Leben ein. Wenn ja, vergiss nicht, das Video zu kommentieren und bis zum nächsten Mal.